Google Ads bekommt ganz viele neue AI-Funktionen und wenn du dich auf diese eine Sache heute schon vorbereitest, dann kannst du dich morgen in 3, 4, 5 oder 6 Monaten ganz entspannt zurücklehnen und zusehen, wie deine Erfolge in Google Ads wachsen, ohne dass du mehr Zeit investieren musst. Ich habe mir gestern die Keynote von der Google Marketing Live angeguckt, damit du das nicht alles komplett tun musst und ich bringe dir die allerwichtigste Erkenntnis daraus mit. Hallo, mein Name ist Sonja, ich bin seit 2001 im Online-Marketing zu Hause und ich habe seitdem für meine Kunden, für ehemalige Arbeitgeber und mich in Summe einen Umsatz von rund 1 Milliarde Euro über das Online-Marketing erzielt. Ich zeige dir gleich, was die eine Sache ist, auf die du dich jetzt wirklich schon in Google Ads konzentrieren kannst und musst, damit du auf den Launch der neuen AI-Features in Google Ads perfekt vorbereitet bist. Denn dann kannst du dir Wettbewerbsvorteile sichern und kannst mit weniger Aufwand in Google Ads mehr erreichen. Eine Bitte habe ich vorweg, wenn dir das Video weiterhilft und wenn es dir gefällt, dann klick auf Gefällt mir oder abonniere meinen Kanal, denn das ist die einzige Möglichkeit, wie ich mitbekomme, dass dir das Video weiterhilft und du wirst in Zukunft mehr davon bekommen. Wenn du Fragen zum Thema hast, dann nutze auch die Kommentarfunktion. Ich komme zwar nicht immer zeitnah dazu, auf deine Fragen zu antworten, aber ich beantworte sie auf jeden Fall. Falls du dir einen kleinen Teil gestern angeschaut hast aus der Google Marketing Keynote, dann hast du ganz viele tolle AI-Features gesehen, die uns in Zukunft megamäßig Zeit sparen werden. Google Ads wird total intelligent und kann aufgrund deiner aktuellen Performance, aufgrund deiner Webseite und aufgrund der Inhalte, die schon von dir da sind, kann Google Ads dir viel bessere Anzeigen erstellen, dir bei der Planung und bei der Optimierung deiner Kampagne weiterhelfen, so dass du viel weniger Input leisten musst, dir viel weniger Gedanken machen musst und noch viel mehr Analysen werden im Hintergrund einfach gemacht und deine Anzeigen und deine Kampagnen werden noch stärker, als es jetzt der Fall ist, von Google Ads optimiert. Das fängt direkt schon an, wenn du eine Kampagne aufsetzt, dann bekommst du ganz viele Hilfestellungen und das ist super genial. Wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie können wir AI am besten nutzen und wie kommen da die besten Ergebnisse raus, wenn wir AI nutzen, dann ist natürlich ganz wichtig, dass der Input mega gut ist. Und woher soll Google jetzt diese ganzen Informationen bekommen? Natürlich bekommt Google Ads von Google selber einen gewissen Input. Aber all das, was Google Ads über dich und deine Angebote weiß, das kommt von dir. Und zwar kommt das aktiv von dir, indem du deine Informationen auf deiner Webseite bereitstellst und eine Landingpage wirklich aktiv bei der Erstellung deiner Kampagne eingibst. Und natürlich aber auch quasi passiv, indem du einfach irgendwelche Sachen auf deiner Landingpage und deinen Webseiten eben hast, die über dich da stehen und über deine Angebote, sodass Google eben im normalen Crawlverlauf auch auf deiner Webseite vorbeigehen kann und sich diese Informationen nehmen kann. Das heißt, einerseits kannst du natürlich Teile aktiv steuern, andererseits wird Google sicherlich hingehen und eben auch eigeninitiativ Teile deiner Webseite crawlen, um besser zu verstehen, was du anbietest, wer du bist, wofür du stehst und wer deine Zielgruppe ist. Und da kommen wir jetzt zu der Sache, die du heute schon vorbereiten kannst. Es ist ganz wichtig, dass du der AI von Google Ads das richtige Futter lieferst. Das heißt, heute ist der Zeitpunkt, wo du hingehen kannst. Du kannst deine gesamte Webseite aufräumen. Du kannst deine Landingpages nutzerfreundlicher gestalten, sodass sie nicht nur deinen Nutzern weiterhelfen, sondern dass auch zukünftig die AI von Google Ads besser verstehen kann, was auf deinen Landingpages angeboten wird. Das heißt, natürlich solltest du weiterhin den Nutzerfokus beibehalten und exzellente Landingpages machen, die einen riesigen, hohen Mehrwert für deine Zielgruppe bieten. Aber natürlich musst du ab jetzt auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn ein Bot, ein AI-System über diese Webseite geht, ist das in der Lage, sich ein gutes Bild von dem zu machen, was ich da anbiete. Und würde ich, wenn ich als unbekannter Nutzer auf diese Webseite komme, würde ich anhand der Informationen, die nur auf dieser Webseite, auf dieser Landingpage enthalten sind, würde ich da eine hammerprägnante Anzeige erstellen können, die genau den Nerv meiner Zielgruppe trifft. Wenn das nicht der Fall ist, geh jetzt hin, optimier deine Landingpages. Denn
Denn tatsächlich aktuell ist es noch so, dass du eine super Anzeige haben kannst, wenn die Anzeigenrelevanz eben in Ordnung ist, dann ist es soweit gut. Dann kannst du dich so ein bisschen da durchmogeln, wenn die Nutzererfahrung mit der Landingpage nicht ganz perfekt ist. Natürlich hast du dann Nachteile, du zahlst ein bisschen mehr und so weiter und so fort. Aber du kannst es hier und da durch andere Dinge immer noch kompensieren. Aber in Zukunft, wenn das Thema AI relevanter wird, dann wird die Landingpage von dir eine riesengroße Rolle spielen und alles, womit du eben die AI von Google Ads fütterst. Und das ist der Punkt, wo es nicht mehr ganz so unwichtig ist, was du eben auf deine Landingpage packst und welche Informationen du Google und deinen Nutzern gibst. Denn deine Anzeige, die vorne weg steht, die wird teilweise damit gefüttert werden. Das heißt, das Ganze hängt dann noch viel stärker zusammen, als das aktuell schon der Fall ist. Deswegen, was du heute tun kannst, geh hin, optimier deine Landingpages, mach hammermäßige Landingpages, die sowohl für die Nutzer perfekt sind, als auch für die AI von Google Ads. Denn dann kannst du wirklich dich in Zukunft ein kleines bisschen zurücklehnen. Du kannst Wettbewerbsvorteile nutzen, denn ganz viele deiner Konkurrenten, die werden den richtigen Zeitpunkt dafür definitiv verschlafen und die werden sich auf einmal wundern, wie schnell sich die Welt gedreht hat, wenn die ganzen AI-Features in Deutschland hier in Google Ads ausgerollt werden. Wann das der Fall ist, hat Google nicht genau angegeben. Das wird sicherlich noch ein paar Monate dauern. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass du dich heute darauf vorbereitest, um eben dann davon zu profitieren. Und wenn dir mein Video weitergeholfen hat, dann freue ich mich, abonniere meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video.